Meine Damen und Herren, Immobilien gelten langläufig als die risikoloseste Anlage, die es überhaupt gibt. Und das mag ja auch so sein, nicht wahr? Aber wir wollen uns trotzdem die entsprechenden Grafiken einmal ansehen. Ich zeige Ihnen hier die Immobilien in Grün von 1972 bis 2015, Immobilien Schweiz, zusammen mit Aktien Schweiz, das Rote, große Schwankungen, Erträge von etwa 8,1% im Durchschnitt per annum. Immobilien etwas weniger Schwankungen mit etwa 6,8% im Durchschnitt per annum. Und hier die Obligationen, die Renten, festverzinslich 4,8% im Durchschnitt per annum. Und Sie sehen, die Immobilien, wie man das landläufig eigentlich auch sagt, liegen risiko- und ertragsmäßig irgendwo zwischen Obligationen und Aktien. Und die risikolose Geschichte mit diesen Immobilien, nicht wahr? Man sieht das vielleicht nicht, aber das hier sind durchaus Schwankungen, die relevant sein können. Das ist eine logarithmische Skala. Das heißt, wir haben hier Schwankungen von zwischen 10 und 20%, auch im Immobilienbereich. Und wir wollen uns diese Immobilienrisiken einmal kurz etwas detaillierter ansehen am sogenannten Drawdown im Rüd-Plus-Index. Ich habe die Daten freundlicherweise vom PBC Metrics zur Verfügung gestellt bekommen, die Daten und zum Teil auch die Grafiken. Und der Drawdown schaut eigentlich, wie stark eine Anlageklasse korrigiert und wie lange es geht, bis man wieder, wenn Sie so wollen, den Kopf aus dem Wasser hat. Also hier beispielsweise 1963 haben wir einen Immobiliencrash in Anführungs- und Schlusszeichen von etwa 7% gehabt und er hat gedauert etwa 4,5 Jahre. Und Sie sehen, wir haben hier durchaus auch Drawdowns, Korrekturphasen, die einerseits relativ groß gewesen sind, also hier Anfang der 90er Jahre mit über 10% Korrektur, etwa 3 Jahre gedauert, und dann Mitte der 90er Jahre mit fast 20% Korrektur, ebenfalls etwa 5 bis 6 Jahre gedauert. Es ist also keineswegs so, dass Immobilien absolut risikolos wären, auch wenn sie gerne so hingestellt würden. Was wir hier zusammengestellt haben, sind für diese Perioden, für die Zeit, die wir darstellen, von 1972 bis 2015, die tiefste Einzelmonatsrendite. Und da sehen Sie, bei Obligationen ist das etwa 2%, bei Immobilien ist es fast 10% und im Aktienbereich sind es, wie wir bereits wissen, über 20%. Und wir haben auch die maximalen Taucher, also die Drawdowns, im Immobilienbereich knapp unter 10%. Im Obligationenbereich knapp unter 10%, im Immobilienbereich über 20% und im Aktienbereich in der Gegend von 50%. Das sind die relativen Risiken. Und noch einmal, der Immobilienbereich liegt immer zwischen Aktien und Obligationen, ist aber keineswegs risikolos. Lassen Sie mich das zusammenfassen. Anlageimmobilien sind nicht risikolos, auch wenn sie gerne so dargestellt werden. Sie liegen risiko- und ertragsmäßig zwischen den Aktien und den Obligationen. Die letzten wirklichen Einbrüche haben wir aber in den 90er Jahren gehabt. Und meine Damen und Herren, die Anleger-Community tendiert dazu, solche Sachen zu vergessen. Mit anderen Worten, diese Korrekturen sind vergessen worden. Je nach Art und Größe der Investition kann Liquidität ein Problem sein. Wenn Sie kurzfristig aussteigen wollen, dann macht es oft mehr Mühe, so etwas zu verkaufen, als natürlich eine Aktie oder eine Obligation. Die Anlagemöglichkeiten sind sehr mannigfach, von Direktanlagen über Anlagefonds und so weiter und so fort. Und wenn Sie wiederkommen, werden wir Ihnen solche Anlagemöglichkeiten präsentieren.